Erwartest du auch bald ein Baby und hast 1000 Fragen im Kopf? Kannst du den Moment, wenn du deinen kleinen Schatz endlich in den Armen halten kannst, gar nicht erwarten und hast aber gleichzeitig gerade vor diesem Augenblick die allergrößte Angst? Mein Name ist Kerstin, ich bin bald Mama von 3 Kindern und als Psychologin sprechen wir heute in diesem Video über alle Gedanken, Ängste, Sorgen und Gefühle rund um das Thema Schwangerschaft und Baby. Ganz ehrlich, hast du auch die Nase voll von all diesen gut gemeinten Tipps, die du von überall zu hören bekommst? Jeder meint, Experte oder Expertin auf dem Bereich Schwangerschaft zu sein und weiß alles am besten, was für dich gut ist. Gleichzeitig hast du aber auch das Gefühl, dass du es sowieso nie allen recht machen kannst. Denn auf der einen Seite sollst du so viel wie möglich essen, denn du musst ja mindestens Kalorien für 2 Personen zu dir nehmen. Auf der anderen Seite aber wirst du schief angeschaut, wenn du im 7. Monat schon 10 Kilo mehr auf der Waage hast. Einerseits sollst du dich so viel wie möglich ausruhen und schonen, aber auf der anderen Seite liest du, dass gerade regelmäßige Bewegung für die Entwicklung des Babys ganz, ganz wichtig ist. Mein Tipp ist, hör auf dein Bauchgefühl, denn du und dein Baby, ihr beide, wisst am besten, was gut für euch ist. Ganz klar, es gibt ein paar Dinge, da sind wir uns alle einig, die müssen wir einfach meiden. Alkohol, Nikotin, Drogen, allzu harte und anstrengende körperliche Tätigkeiten. Aber die wichtigsten Dinge, die weißt und spürst du als Mama am allerbesten. Hör also nicht auf die gut gemeinten Ratschläge von außen, sondern hör auf dein Herz und auf dein Bauchgefühl. So eine Schwangerschaft verändert unseren Körper schon ganz schön. Am Anfang erliegen wir oft noch dem Irrglauben und denken oder hoffen, dass irgendwann einfach im Lauf der Schwangerschaft ein kleiner kugelrunder Bauch vor uns heranwächst. Mit fortgeschrittener Dauer der Schwangerschaft realisieren wir dann aber oft, oha, an unserem Körper, sowohl äußerlich als auch innerlich, verändert sich noch ganz schön viel mehr als nur der Bauch. Mein Tipp als Psychologin: In deinem Körper geschieht gerade das allergrößte Wunder. 24 Stunden am Tag, Tag und Nacht, rund um die Uhr, wächst neues Leben in dir heran. Und du und dein Körper, ihr leistet eine wahre Meisterleistung darin. Du musst und kannst zu diesem Zeitpunkt unmöglich rund um die Uhr perfekt aussehen. Schätze deinen Körper also und achte das, was in dir drinnen gerade passiert, und konzentriere dich nicht so sehr auf die Veränderungen, die von außen zu sehen sind. Lasse dich auch nicht von sogenannten Erfahrungsberichten verunsichern, die dir zeigen, wie glänzend das Haar gerade jetzt sein sollte, wie strahlend und rein die Haut und wie kräftig deine Nägel. Jeder Körper ist vollkommen einzigartig und individuell und ganz egal, wie sehr sich bei dir verändert, du bist großartig, so wie du bist. Wartest du manchmal auch auf den Moment, wann du so richtig glücklich, strahlend und selig sein wirst? Überall in den Schwangerschaftsmagazinen und Erfahrungsberichten sehen wir Frauen, die glücklich lächelnd ihren Bauch anstrahlen und so wirken, als würden sie einfach rund um die Uhr nur fröhlich sein. Geht's dir denn vielleicht dann manchmal auch so, dass du ängstlich bist, Sorgen hast, dass du einfach nur müde und erschöpft bist, dir dein Körper wehtut und du dir manchmal denkst, was habe ich denn eigentlich hier für eine Entscheidung getroffen? Ich verrate dir was, auch diese Gefühle sind vollkommen normal. Und nahezu jede Frau empfindet genau diese Achterbahn an Emotionen, dieses Auf und Ab an fröhlich, glücklich, hoffnungsvoll und im gleichen Atemzug auch wieder am Boden zerstört und voller Angst und Unsicherheit, was die Zukunft bringt. Mein wichtigster Tipp für dich: Lasse all diese Gefühle zu, sprich darüber mit einer guten Freundin oder einem guten Freund und scheue dich auch nicht davor, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn du deine Gedanken und Gefühle sortieren möchtest. Denn all das, was jetzt in dir vorgeht, ist vollkommen normal. Problematisch wird es dann, wenn du aus diesem Stimmungstief so gar nicht mehr herauskommst. Die Mischung aus hormonellen Veränderungen in unserem Körper und der Angst und Unsicherheit vor einer möglicherweise unbeständigen Zukunft kann bei manchen Frauen Symptome einer Depression auslösen. In der Psychologie sprechen wir in diesem Zusammenhang von pränataler oder postnataler Depression, je nachdem, ob diese Symptome vor oder nach der Geburt auftauchen. Erkennen kannst du diese Form der Depression daran, dass du eine Art innere Leere empfindest und dass es in deinem Alltag mit der Schwangerschaft oder auch mit dem neugeborenen Kind gar keine Momente des Glücks mehr gibt.
Eine prä- oder postnatale Depression zeichnet sich häufig auch durch Schlafstörungen, durch Konzentrations- oder Appetitverlust aus. Und du merkst, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr in die Gänge kommst. Du fühlst dich energielos, aussichtslos und hoffnungslos. Wenn du diese Symptome oder auch andere ähnliche vergleichbare Erscheinungen bei dir merkst und diese über einen längeren Zeitraum, 3 bis 4 oder 5 Wochen anhalten, dann scheue dich nicht, ein professionelles Gespräch in Anspruch zu nehmen. Denn je früher du diese Form der Depression erkennst, umso eher kann dir auch schnellstmöglich geholfen werden, sodass du die Zeit mit deinem Baby auch wirklich gut genießen kannst. Eine Beratung in diesem Zusammenhang kann dir beispielsweise helfen, deine Gefühle zu sortieren, dich selbst zu verstehen und dahinter zu blicken, was denn eigentlich gerade in dir vorgeht. Wenn du das herausgefunden hast, fällt es dir eventuell schon viel leichter, mit all dem kunterbunten Chaos in deinem Kopf besser zurechtzukommen. Das Wichtigste für dich und dein Baby ist also, sei einfach genauso, wie du bist. Du bist großartig, körperlich, aber auch innerlich. Alle Emotionen, die du empfindest, sind vollkommen normal. Du darfst Tage haben, an denen du glücklich bist und es kaum erwarten kannst, bis dein kleines Wunder endlich geschlüpft ist. Du darfst aber auch Tage haben, an denen du stundenlang weinst, an denen du dich vielleicht um den Hals deines Partners klammerst und einfach nur jemanden brauchst, der dich auffängt und der dir zuhört. Bedenke immer, dass diese Gefühle so lange normal sind, solange es immer wieder Tage gibt, an denen es dir gut geht. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du über mehrere Wochen aus dem Stimmungstief nicht herauskommst, dann scheue dich nicht, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um all diese Gedanken und Gefühle zu sortieren.